Patrick, du weißt schon, dass Essen und Trinken hier verboten ist. Gib mal ein bisschen Jungs, ey, was soll das denn jetzt? Was macht ihr denn hier? David, wir schauen gerade. Das ist eine schöne Szene. Das ist meine Lieblingsszene gleich. Echt? Oh. Ja. Ja. Aber, Das ist doch, aber gleich kommt Dubrovnik. Jungs, wir müssen drehen. Ja, Schon wieder? Ja, wir müssen drehen jetzt. Können wir noch einmal... Wir würden, Ja, nee. Okay. Komm, wir kennen es ja eh. Kommen wir nachher noch mal schauen. Noch Popcorn? Herzlich willkommen zur 4. Folge der 2. Staffel unserer Baudoku. Gut, dass du mitzählst. Ich hoffe, das ist die 4. Ja, ist es. Ja. Was hast du eigentlich für ein lustiges T-Shirt an? Loopinglounge.de. Dein Shirt ist aber auch ziemlich Ja, aber Looping Lounge. Wir hatten auf Looping Lounge über 1500 Abstimmungen. Du hast eine Seite gemacht für Looping Lounge? 1500 Abstimmungen. Aber schau mal, hier ist ein ganz tolles Modell. Wir hatten in der letzten Folge ja über den Streckenverlauf der Bahn gesprochen. Vielleicht können wir uns hier noch ein paar Sachen anschauen. Haben wir doch eigentlich alles besprochen. Was ich tatsächlich, mich stört da ein bisschen, dass die Kleinigkeit da unten, die siehst du da, die ist leider Modell falsch. Die haben wir nochmal geändert. Können wir das einmal noch kurz... Nein, stopp! Wisst ihr nicht mehr, was letztes Mal passiert ist? Seid ihr irre? Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet. Weißt du, Jungs, was habt ihr gemacht? Los, weg hier, los, scheiße, weg! Ich bin jetzt komplett. Was haben wir jetzt gemacht? Nee, dann gehen wir lieber gleich auf die Baustelle. Ja. Sollen wir uns mal aufteilen, dass wir mit ein paar Leuten reden können? Dann sind wir ein bisschen effizienter. Du nimmst 2, ich nehme 2 und Genau. dann wir schauen mal, wen wir so finden. Ich glaube, ich würde mich mal im Außenbereich da mal ein bisschen anschauen und dann, aber außen ist kalt. Jacken. Nehmen wir die Jacke Idee, mit. gute Idee. Ja. So, Julia, danke, dass du Zeit für uns hast. Wir sitzen jetzt hier ja mitten auf der Baustelle. Erstmal danke, dass du auf Deutsch antwortest dieses Mal. Das war ja letztes Mal ein bisschen problematisch mit David, aber wir kriegen ja alles irgendwie geregelt. Bitte? Wir sind jetzt hier ja mitten in der Bahn. Für mich als Verantwortlicher für die Bahn ist ja alles oberhalb dieser Flanschplatte interessant, für dich alles unterhalb. So ist Dazwischen haben wir jetzt einen kleinen Spalt. Haben wir uns da nicht richtig abgesprochen oder was ist da genau passiert? Doch, da waren schon gut abgesprochen. Also den Spalt muss man noch ausgießen, sodass die Achterbahn an die Fundamente fest ist. Noch schön abdichten oben drauf, dass auch kein Wasser reingeht. Was würde denn passieren, wenn da Wasser reingeht? Ja, es kann halt Platz entstehen und kann an die Bewährungseise runtergehen und kann halt alles kaputt gehen. Also muss man schon ganz schön abdichten. dass Kann das wegrosten dann? Kann auch wegrosten, ja. So ist Okay. Und wie macht man das? Wird das einfach... Also Das ist so mit so einem Material, so Gussmörtel heißt man das. Das wird so ein flüssiges Material, das kommt rein und wird nachher ganz hart wie Beton sozusagen. das heißt quasi, das Stück wird nochmal Beton, dann Ja. wird es richtig schön verbunden. Dann ist es nicht noch durch die Schrauben verbunden, sondern So auch ist durch den Beton verbunden. So ist es. Und dann läuft die Bahn die nächsten 100 Jahre nirgends mehr hin. So sieht's aus. Sehr gut. Der Rohbau ist ja jetzt bis auf ein paar Kleinigkeiten, sagen wir mal, komplett durch. Was war denn der komplizierteste Part? Ja gut, es ist halt ein bisschen was Spezielles, auch für den Rohbauer, diese ganze Einbauteil reinzumachen, auf den Millimeter immer, dass es auch von der Höhe passt, von der Lage passt und halt auch die Anzahl der Stütze, die Anzahl der Fundamente, wo halt riesig ist. Also wenn man sieht am Wartungsgebäude vorne, die große Bodenplatte, wo die ganzen Fundamente draufstehen, das ist ja schon eine Besonderheit. Und der Bahnhof, ist jetzt alles fertig hier? Oder? Ja, der Bahnhof ist so jetzt fertig. Also Rohbautechnik ist ja komplett fertig. Jetzt sehen wir halt die ganze Außenfassade, wie wir schon gesehen haben. Und innen halt das ganze Technik, weil gehört auch alles dazu. Lüftung, die ganze Elektro, das Ganze. Das ist voll jetzt am Laufen. Abdichtung vom Dach. Das heißt, du bist jetzt nur, weil der Rohbau abgeschlossen ist, jetzt nicht fertig mit der Baustelle. Du machst jetzt einfach mit dem nächsten Gewerk weiter. So ist es ja. Also das dauert noch. Also auch am Ende die ganze Belege, Fliese, Platte, also alles, was noch kommt. Also das dauert noch ein paar Monate, bis das alles fertig ist. Das heißt, du gehst auch als einer der Letzten von der Baustelle runter wahrscheinlich. Ja gut, weiter habe ich eigentlich keine Fragen mehr. Möchtest du noch mal was auf Französisch in einer Landessprache im Publikum sagen? Ouais, que vous arrêtez toute la journée de prendre mon temps là, parce que je me suis déjà pris un taquet par mon chef la dernière fois et j'en veux pas nous un deuxième. Danke für diese warmen Worte und somit gebe ich weiter. Matthias, vielen Dank, dass du dir auch noch mal die Zeit genommen hast, nachdem wir uns ja in der ersten Staffel
schon mal unterhalten haben. Deswegen vielen Dank jetzt hier in der Projektphase. Beschreib mal aus deiner Sicht, man sieht ja schon hier direkt hinter uns relativ viel von der Achterbahn, von dem ersten Bereich unseres neuen Themenbereichs hier im Park. Was sind gerade so Aufgaben von dir, die jetzt bei dir gerade anstehen? Ja, also du kannst dir ja vorstellen, seit wir das letzte Mal geredet haben, ist ja viel passiert, was für uns wahnsinnig spannend ist, weil man dann die Sachen halt auch immer sehen kann. Jetzt haben wir natürlich immer mehr auf der Baustelle selber zu tun. Also nach wie vor machen wir Detailentwürfe und sind im Büro tätig, aber wir sind auch sehr viel jetzt vor Ort, weil jetzt langsam die Thematisierung losgeht, wo dann quasi die Entwürfe, die wir gemacht haben, noch mehr in die Tat umgesetzt werden. Man kennt es ja vom Gebäude hinten, das steht ja schon da, das Bahnhofsgebäude, da sind ja schon viele Teile erkennbar, wie es mal aussehen wird. Der Zuschauer weiß jetzt gerade noch nicht, wie es im Gebäude aussieht. Und das ist ja auch gut so. Da werden wir auch noch eine Weile nicht drüber sprechen. Aber dennoch, kannst du mal grob umreißen? Passiert da auch schon irgendwas? Also im Gebäude selber sind wir jetzt noch in der Rohbauphase drin. Das heißt, da kommt noch die ganze Technik rein. Aber natürlich legen wir da schon die Anfänge von dem, was man dann hinterher als Gast, als Thematisierung wahrnehmen kann. Also da geht es dann auch schon bald los. So rein von den Abläufen her. Jetzt stellt dann die Bauabteilung stellt das Gebäude hin und dann kommst du mit deinen Designs. Wie sind da so die Abläufe? Gut, die Abläufe sind eigentlich nicht so, dass jetzt der eine kommt, der andere geht, sondern wir arbeiten halt quasi immer miteinander parallel, weil natürlich auch Dinge passieren, die dann wieder Einfluss haben auf das, was hinterher passiert. Das heißt, man kann nicht einfach irgendwas Technisches reinstellen und hinterher kommen wir und sagen, ach ja, das machen wir jetzt irgendwie auch noch schön. Ich meine, jetzt sitzen wir hier ja mitten im Außenbereich. Der Achterbahnzug fährt hier einmal hier direkt entlang um einen Turm, der hinter uns gerade gebaut wird. Magst du dazu ein bisschen was erzählen, was da passieren wird? Genau, wir haben da zwei Sachen vereint. Wir brauchten einen Raum für Technik, für die Wassertechnik, die wir da bei den Seen haben. Und das war natürlich eine Gelegenheit zu sagen, was machen wir denn noch mit diesem Raum? Und dann haben wir gesagt, dann machen wir einen schönen Turm drauf. Das wird auch ein schöner Aussichtsturm werden. Hast du ein Bild dabei, das wir einmal den Zuschauern zeigen können? Ein Bild dabei. Das kann ich dir mal zeigen. Ja. Was im Prinzip die Ansicht einmal von hier ein bisschen weiter oben sein wird. Ganz genau. Da sieht man quasi das, wie wir uns jetzt, wenn man jetzt noch ein paar Meter weiter oben wäre, wie das dann aussehen würde. Das hast du gerade gesagt, das Wasserwerk, das ja doch eher, ich nenne es mal, industrieller sein wird vom Look her. Und Kroatien spielen wir eher hier in dem Außenbereich mit Ruinen. Was sind so für dich typische kroatische Elemente, die man hier wiederfinden wird? Also ganz typisch für Kroatien ist natürlich der Stein, den man dort findet. Es gibt so einen hellen Kalkstein, den findet man dort überall. Also das ist schon mal ein Grundelement. Also wir könnten jetzt die Ruinen nicht mit Sandstein, mit rotem bauen. Das würde dann nicht zusammenpassen. Das sind Elemente. Dann gibt es natürlich auch immer Bauelemente, Bögen und angestückelte Elemente sind sehr viel in Kroatien vertreten. Also dass man merkt, okay, es gibt einen älteren Gebäudeteil, einen neueren. Das werden wir auch in der Stadt später, also im kroatischen Dorf sehen. Hier draußen sind es dann eher alte Ruinen, die quasi nur noch kleine Stückchen von Mauern stehen, sodass sie den Weg ein bisschen leiten, wo die Leute dann später laufen können. Gut, Matthias, vielen Dank. Ich weiß, du hast noch einiges zu tun. Deswegen würde ich einmal an Patrick übergeben und ich gehe einmal zu meinem nächsten Gesprächspartner. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, da hat sich Lukas aber richtig gut aus der Affäre gezogen. Ich sitze jetzt hier mit Christoph Zimmermann. Christoph, du und dein Team, ihr seid ja die Designs, die Matthias gerade gezeigt hat, dann umsetzen werden. Also wir bekommen das Booklet von unseren Designern zugeschickt und dann schauen wir uns das an, was für einen Umfang wir zu bearbeiten haben. Das geht los, sind Gebäude mit involviert, muss eine Bahn dekoriert werden, ist es außen, ist es drin, haben wir große Props, also große Gegenstände, Deko-Gegenstände, die wir herstellen lassen müssen. Danach teilen wir das auf unter uns im Team. Wer macht die Fassaden, wer macht die Böden, wer macht die Props und so weiter und so fort. Wer macht Animatronics, holen uns dann natürlich auch Hilfe zu von den verschiedenen Spezialisten, die wir haben in anderen Abteilungen, zum Beispiel Elektriker, Schreiner und so weiter. Lassen die auch mal über das ein oder andere Angebot gucken, wenn wir da uns unsicher sind, ob der Preis angemessen ist oder auch nicht. Und holen dann natürlich viele Angebote ein von diversen Firmen. Natürlich für jedes Gewerk mehrere.
ihr bekommt diese Zeichnung, ihr bekommt das Design. Wie nehmt ihr das auseinander? Was ist da jetzt alles so drauf? Da sind verschiedene Dinge drauf, die zu beachten sind. Erstens mal ist die Fassade mit drauf von so einer Ruine zum Beispiel. Dann sind Gegenstände, die dann später auf die gestaltete Fassade drauf müssen, die wir da vorstellen. Und je nachdem, wenn es ein Gebäude ist, noch eine bewegliche Figur außen. Und dann müssen wir natürlich auch mit den anderen Gewerken beachten, haben wir dort Strom, haben wir dort Luft, um die Bewegungen der Figur dann auch verwirklichen zu können am Schluss. Damit wir natürlich nicht eine Figur kaufen, die dann hinstellen und am Schluss fehlen uns die Anschlussmöglichkeiten. Und natürlich haben wir jetzt auch bei diesem Projekt innen wie außen ziemlich viele Props, also diese größeren Deko-Gegenstände, die wir speziell herstellen lassen, die dem Thema natürlich auch ihr Gesicht geben. Das heißt, ihr fangt quasi mit einem Design an und geht dann immer mehr ins Detail. Genau, es gibt dann noch Nahaufnahmen, es gibt das von jeder Seite eine Ansicht, links, rechts, oben, unten, wie auch immer, wenn es notwendig ist. Und noch genaue Farbangaben, manchmal auch Materialitäten, manchmal auch nur, nach welchem Material soll es denn aussehen. Natürlich, wenn ein Gast die Möglichkeit hat, es anzufassen, soll es nicht nur wie das Material aussehen, sondern soll sich auch so anfühlen. Woher kommen denn diese ganzen Props, hast du gesagt, die ganzen Wände? Das sind ja Spezialfirmen, sind das lokale Firmen? Warte mal, ich habe mich da gerade, glaube ich, auf was draufgesetzt. Hat schon Dramatika-Termine. Ja, heute den ganzen Tag. Aber jetzt zu deiner Frage zurück. Wir haben Firmen hier aus der Region, die bevorzugen wir natürlich, weil wir gerne mit lokalen Handwerkern zusammenarbeiten und dann natürlich auch eine ganz, ganz tolle Qualität bekommen. Aber für viele Dinge, sei es jetzt Animatronics oder auch diese großen Props, benötigen wir Spezialhersteller aus Europa und zum Teil auch weltweit, USA und so weiter. Das ist ja auch ein Thema, da ist ja auch die Familie Mack sehr stark mit involviert. Da haben wir auch sogenannte Bemusterungstermine. Kannst du dazu mal ein bisschen was sagen, wie sowas abläuft? Für einen Bemusterungstermin ist es so, wir wählen aus, wie wir etwas gestalten wollen. Zum Beispiel für die Wände haben wir es jetzt gemacht. Nehmen wir einen Stuckateur aus dem Umfeld, nehmen wir eine klassische Rockwork-Firma, die viel mit Freizeitparks zusammenarbeitet, die auch eine größere Tiefe hinkriegt, was es dann natürlich auch teurer macht. Oder nehmen wir sogenannte Klebesteine, das hört sich immer so ein bisschen nach Basteln an, ist es aber nicht. Das ist in meinen Augen die etwas hochwertigere Variante, weil sich genau das, was ich vorher gesagt habe, für den Gast dann auch so anfühlt, wie es dann auch aussieht. Die Frau von Michael Mack, Miriam Mack, ist ja halb Kroatin, hat natürlich da auch ein ganz anderes Gefühl, was ist kroatisch, was ist typisch kroatisch und geht da natürlich auch ganz anders an die Sache rein. Das sind ja dann auch gute Inputs, die wir dann auch hier gut brauchen können, um dann am Schluss zusammen mit der Familie die richtige Wahl zu treffen. Jetzt sehen wir hinter uns schon das Bahnhofsgebäude. Da wird ja schon fleißig dran gearbeitet. Da sieht man im unteren Bereich auch schon Rockwork. Was ist ein Rockwork genau und wie wird sowas gemacht? Rockwork, da denkt man immer erstmal an Felsen, aber ganz oft ist es auch wie ein einfacher Putz auf eine Wand. Also wie ein Stuckateur das macht. In dem Fall hier ist an vielen Stellen so, dass wir da ein dünnes Mesh auftragen, also so ein Gitternetz, ein dünnes. Darauf wird der Spritzbeton aufgetragen und dann in Form gekratzt. Und am Schluss wird es noch bemalt, so wie es eben aussehen soll. Oftmals geht man dann noch mal mit einem Kunstmaler dran, um dann die tatsächliche Optik zu bekommen. Christoph, vielen Dank für deine Aussagen. Sehr gerne. Für dich fängt jetzt die Arbeit ja erst richtig an hier auf der Baustelle. Ich wünsche dir alles Gute. Wir sehen uns ja jeden Tag hier. Aber ich muss das jetzt für die Kamera sagen. Ja. Mal gucken, wo Lukas, wo der so rumhängt. Oh. Servus David, sorry, ich hatte ein paar Turbulenzen unterwegs. Kein Problem. Schon lange auf mich gewartet? Och, wie immer. Wie immer, also gut. Schön, dass du auch die Zeit genommen hast. Ich hatte mich ja gerade schon mit Matthias unten unterhalten, so ein bisschen übers Design. Erzähl mal, wie läuft denn das? Dann kommt er und hat verrückte Bilder und schöne Zeichnungen. Ja, das hört er nicht so gern, aber er hat vor allem die Idee. Und dann kommt er zu uns und fragt mal, ob das so überhaupt ansatzweise möglich ist. Und meistens ist es das ja auch. Jetzt sitzen wir hier oben auf dem Dach und der Zuschauer kennt ja auch schon die Zeichnungen und die Bilder, die wir gemacht haben. Nämlich auf dem Bahnhofsgebäude, etwa hier, haben wir ein ganz besonderes Element. Ich habe schon gehört, du hast mir erzählt, es war nicht ganz so einfach. Ja gut, erstens ist es gar nicht so einfach, das hier oben sich mal vorzustellen, wie es ist. Im Endeffekt, ich nehme es jetzt vorweg, da steht der große Turm drauf. Der Wardenclyffe Tower? Genau, durch den wir auch durchfahren, wenn denn die Bahn mal montiert ist. Und das Gute an so einem
Turm, so wie er sich mal ursprünglich ausgedacht worden ist, ist, dass der kein Loch hat. Der trägt nämlich sich über die Fläche. Das tut jetzt unserer nicht. Das war die Herausforderung, weil ja die Bahn durchfahren Weil will. der Zug einmal durchfahren muss. Genau. Das ist dann so eine Geschichte, wo du sagst, Mensch, hätte man doch auch anders designen können? Oder? Ich meine, als Fahrer würde ich sagen, auf jeden Fall, unbedingt. Als derjenige, der es dann bauen soll oder gucken soll, dass es geht, hätte ich gesagt, lass lieber drum rumfahren. Ja. Was würdest du sonst sagen? Jetzt sind wir ja schon relativ weit hier mit den Bauarbeiten. Ein paar Thematisierungsarbeiten gehen schon voran. Was muss noch passieren? Gut, man sieht es ja gerade an so einem Tag wie heute. Das Gebäude ist jetzt endlich dicht oder zumindest so gut wie dicht. Das ist schon mal ein großer Schritt für uns. Jetzt kommen noch die ganzen Abdeckungen. Im Hintergrund sieht man es ja so ein bisschen, alles was Holz ist, soll mal alles beblecht sein. Hinter uns ist ja auch der Innenhof. Da kann man auch vielleicht mal ein bisschen drauf eingehen. Da geht es jetzt natürlich auch los. Jetzt haben wir das Gebäude erstellt, jetzt haben wir hinten Platz, die ganzen Leitungen sind verlegt. Da gibt es jetzt dann auch schon das erste nächste Bauwerk. Ja, wir wollen nicht so viel verraten. Deswegen bin ich vorsichtig. Ein paar Kleinigkeiten müssen wir auch noch geheim halten. Genau. Aber du meinst natürlich für den Wartebereich ein paar Infrastrukturarbeiten für, nennen wir es mal, Elemente. Genau. Ich würde gar nicht, weil sonst verplapper ich mich am Ende noch. Ja. Also es ist auf jeden Fall was betoniert, was wir brauchen für später. Okay. Wir sitzen jetzt einmal an einer ganz besonderen Stelle, nämlich hier direkt wird die Bahn hochkommen. Ja. Was hat das baulich für Besonderheiten? Also Man sieht es am Ende leider natürlich wieder nicht, weil, aber überhaupt diese ganze Schuhschachtel dicht Ja. zu bekommen, dass Ja. dann auch der Gast auch nicht nur rausgeschossen wird, sondern dass später auch noch alle begeistert sind von, dass das Gebäude tatsächlich dicht ist. So sind jetzt die Herausforderungen, sage ich mal. Aber an sich, dass die Bahn jetzt hier hochkommt, man sieht es ja da. Man kann jetzt, glaube ich, auch die Höhe ahnen. Weiter unten ist es für mich spannend. mit weiter unten meinst du, dass es dicht wird? Genau, das so dass wir von die den Übergänge haben, dass dann auch später für die Wartung alles funktioniert. Wir kommen da mal wieder auf einen Zentimeter genau raus, was Bahn und den Rohbau angeht. Also von dem her, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Man denkt hier, das ist ja eine riesige Öffnung, die man hier hat mit riesig viel Platz. Aber ich habe schon gehört, dass es halt doch gerade so reicht. Da, ne? Ja gut, man reizt es ja immer aus. Da vorne, habe ich mir schon sagen lassen, sind es 2-3 Millimeter. Also da haben wir genau gearbeitet. Ja, aber das ist ja gut so, oder? Genau. So muss es ja auch sein. So kommt ja auch das Adrenalingefühl, was man dann halt auch reichen Das wollten wir will, auch erzeugen, Genau. dass man da ganz nah dran vorbeigeht. Ja, nein, also da drüben reicht es ganz genau. Vielen Dank für die Zeit und damit auch vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei uns in der Baudoku. Ich glaube, das wird eine gute Folge. Irgendwas haben wir vergessen. Nee, was denn? Ich meine, Irgendwas haben wir vergessen. wir haben alles. Ich habe alles im Kasten, was ich wollte. Wir haben das Intro, wir haben den unnötig aufwendigen Gag, wir haben die Interviews. Es war ein richtig Wir haben guter, die erfolgreicher Abmod. Tag. Das war mal, ihr habt auch mal richtig alles hinbekommen, war richtig gut. Irgendwas haben wir vergessen. Alles One-Taker. Patrick, David, wo seid ihr denn? Hallo! Ach, so ein Scheiß. So ein Mist. Wo sind die denn? David, Patrick. David, Patrick!